Die Berge des Sayan-Kamms waren schon immer für ihre herbe Schönheit berühmt. Hier durchstoßen Granitgipfel die Wolken, und jahrhundertealte Zedern stehen wie eine dichte Mauer, um die Ruhe des uralten Waldes zu bewahren. Doch an jenem grauen Dienstag wurde der Frieden gestört. Das Geräusch kam vom Osthang. Wild, gellend, voller so urwüchsigen Schmerzes, dass die Vögel augenblicklich verstummten und das kleine Getier sich in seinen Bauen verkroch. Es war kein Jagdgebrüll, es war der Schrei eines Wesens, dessen Welt gerade zusammenbrach. Eine Gruppe von Bergsteigern unter der Leitung von Mark, einem Mann, dessen Gesicht ebenso von tiefen Falten durchzogen war wie die umliegenden Felsen von Rissen, befand sich zu dieser Zeit am Pass Teufelsfinger. Die Gruppe bestand aus 4 Personen. Mark selbst, die junge und entschlossene Aljona, der Funktechniker Dennis und ein schweigsamer Riese mit dem Spitznamen Tank. »Habt ihr das gehört?« Mark hob die Hand und forderte zur Stille auf. »Das ist nicht der Wind.« »Ein Bär?« fragte Aljona mit gedämpfter Stimme, während sie ihre Karabiner überprüfte. »Eine Bärin«, korrigierte Mark. »Und sie ist verzweifelt.« Sie zögerten nicht lange. Ihre Erfahrung sagte ihnen, dass solche Laute nicht ohne Grund erklangen. Schnell packten sie ihre Ausrüstung zusammen und begannen den Aufstieg über schmale Serpentinen. Steine rollten unter ihren Stiefeln talwärts, Nebel kroch aus den Niederungen herauf, doch sie folgten dem Laut, der immer lauter und schrecklicher wurde. Als sie an den Rand einer tiefen Schlucht traten, bot sich ihnen ein Bild, das selbst erfahrenen Alpinisten den Atem raubte. Auf einem breiten oberen Felsvorsprung raste eine riesige Braunbärin hin und her. Sie griff nicht an, sie knurrte die Menschen nicht an. Sie starrte hinunter an einer senkrechten Wand und stieß genau jene markdurchdringenden Laute aus. 10 Meter tiefer, auf einem schmalen Vorsprung, der kaum Platz für einen ausgewachsenen Hund bot, kauerte ein Bärenjunges an den Fels gepresst. Das Kleine war blutig. Offenbar war es beim Sturz schwer gegen die Felsvorsprünge geprallt. Sein Hinterlauf hing schlaff herab und das Fell an seiner Flanke war aufgerissen. Das Bärenjunges versuchte verzweifelt, am bröckeligen Schiefer Halt zu finden, machte einen Ruck nach oben, doch das verletzte Bein versagte den Dienst und es rutschte mit einem jämmerlichen Fiepen zurück, wobei es fast in den Abgrund stürzte, dessen Boden im Dunst nicht zu erkennen war. »Er wird es alleine nicht schaffen«, flüsterte Denise. »Der Hang ist zu steil und er ist verletzt.« Die Bärin bemerkte die Menschen. Sie erstarrte, und ihre kleinen Augen trafen die von Mark. In diesem Moment geschah etwas Unerklärliches zwischen Mensch und Tier. Sie machte keinen Versuch, sich auf sie zu stürzen, obwohl eine Bärin mit einem Jungen das gefährlichste Raubtier des Waldes ist. Sie schien in Erwartung zu verharren, als begriffe sie, dass diese Zweibeiner ihre letzte Hoffnung waren. Die Bergsteiger schätzten die Lage schnell ein. Es wäre möglich gewesen, sich an Seilen zum Bärenjungen abzuseilen, doch ihn heraufzuholen war eine fast unlösbare Aufgabe. Ein wildes Tier, selbst ein kleines, verwandelt sich in Panik in ein Knäuel aus Krallen und Zähnen. Zudem könnte die Bärin oben ihre Handlungen missverstehen und jeden Moment angreifen. »Wir müssen die Himmlischen rufen«, entschied Mark. »Dennis, Funkverbindung.« Dennis wählte bereits die Nummer der regionalen Zentrale des Katastrophenschutzministeriums. Die Verbindung in den Bergen war launisch, doch am Rand des Abgrunds empfing das Signal einen einzigen Balken. »Basis. Hier ist die Gruppe Mark. Wir haben einen Notfall am Roten Abgrund. Ein verletztes Bärenjunges auf einem Felsband. Die Mutter ist oben. Wir können es selbst nicht bergen, Gefahr von Felssturz und Angriff. Wir brauchen einen Hubschrauber mit Netz. Kommen.« Jede Sekunde dehnte sich wie eine Stunde.
Das Bärenjunge rutschte erneut aus, seine Krallen kratzten kreischend über den Stein und es hing an einer einzigen Vorderpfote, über dem Abgrund. Die Bärin heulte so auf, dass Aljona Tränen in die Augen traten, doch das Kleine zog sich schließlich wieder hoch und presste sich erneut an den Fels. 15 Minuten später war in der Ferne ein Dröhnen zu hören. Ein leuchtend oranger Hubschrauber des Katastrophenschutzes tauchte hinter dem Gipfel auf. Die Pilotenasse kannten diese Bergsteiger und wussten, dass sie die Maschine nicht wegen einer Kleinigkeit in die Luft geschickt hätten. Das Grollen der Rotoren füllte die Schlucht. Die Bärin begann unruhig zu werden. Das eiserne Tier, das vom Himmel herabstieg, erschreckte sie. Sie stellte sich auf die Hinterbeine und schlug mit den Tatzen in die Luft, doch sie wich nicht zurück. Sie verstand. Hier geschah etwas Wichtiges. Der Hubschrauber schwebte mit juwelierartiger Präzision. Aus der offenen Tür erschien ein Retter mit Helm. Ein spezielles Lastennetz mit Gewichten wurde hinuntergelassen. Die größte Schwierigkeit bestand darin, dass der Luftstrom der Rotoren das Bärenjunge einfach vom Sims wehen könnte. »Komm schon, Kleiner, kriech rein«, flüsterte Tank, während er den Vorgang durch das Fernglas beobachtete. Der Retter bediente die Seilwinde meisterhaft. Das Netz legte sich über das Bärenjunge. Das vor Angst blinde Kleine versuchte zuerst zu kämpfen, doch die schweren Maschen drückten es sicher an den Stein. Der Retter zog die Schlinge zu und gab dem Piloten das Zeichen: Hochziehen. Als das Netz mit der lebenden Fracht vom Sims abhob, wurde die Bärin still. Sie verfolgte jede Bewegung. Der Hubschrauber flog langsam über den Rand des Abgrunds und setzte das Netz behutsam auf dem Gras ab, 50 Meter vom Waldrand entfernt. Sobald sich der Verschluss öffnete, humpelte das Bärenjunge, den Schmerz vergessend, auf seine Mutter zu. Die Bärin lief zu ihm, beschnupperte ihn, leckte ihm über das blutige Ohr und führte ihn mit einem kurzen Knurren, sei es als Zeichen des Dankes oder als Warnung, in das dichte Dickicht. Der Hubschrauber flog davon und hinterließ die Bergsteiger in einer klingenden Stille. Die Anspannung wich und hinterließ nur eine angenehme Schwere in den Muskeln und Freude in der Seele. »Na, Mission erfüllt?« Aljona lächelte. »Warte mal.« Mark hockte sich an den Rand des Pfades nieder, der tief in den Wald führte. »Schaut euch das an.« Er deutete auf frische Profilspuren eines schweren Geländewagens, die tief in den weichen Waldboden eingedrückt waren. Hier in der Schutzzone war das Befahren streng verboten. Daneben lag eine leere Patronenhülse und der Fetzen einer am Drucker ausgedruckten Liste. Bär, 2, Reh, 5, Moschustier, las Denise laut vor. Das sind keine Touristen. Das ist ein Auftragsabschuss. Das Gefühl der Freude wich kaltem Zorn. Jetzt wurde klar, warum die Bärin mit ihrem Jungen am Abgrund gelandet waren. Sie wurden gejagt. Das Kleine war auf der Flucht vor Menschen abgestürzt, die in ihm kein Lebewesen, sondern nur eine Zeile in einer Preisliste sahen. »Wir können nicht einfach gehen«, sagte Tank und ballte die Fäuste. »Wenn Sie hier sind, bedeutet das, dass Sie eine Basis haben.« Die Gruppe folgte den Spuren, 3 Kilometer weiter. Im abgelegensten Teil des Waldes, den selbst die alten Förster selten besuchten, entdeckten sie ein Forsthaus. Früher war es ein gemütlicher Posten gewesen, doch jetzt wirkte es verlassen und düster. Die Tür war aus den Angeln gerissen. Drinnen herrschte ein schwerer Geruch nach Schießpulver und Angst. An den Wänden hingen Fallen, in der Ecke stapelten sich moderne Karabiner mit Wärmebildgeräten, eine Ausrüstung, die ein Vermögen kostete. Doch das Schrecklichste waren die Käfige im hinteren Anbau. Dort schmachteten in Enge und Schmutz gefangene Tiere. 2 Luchse und mehrere seltene Moschustiere, welche die Wilderer lebend für private Menagerien abtransportieren wollten.
»Dennis, ruf die Polizei und die Jagdaufsicht. Gib die Koordinaten durch«, befahl Mark. »Und wir bereiten Ihnen einen warmen Empfang.« Die Bergsteiger nutzten ihre Tarnfähigkeiten und stellten Fallen aus ihrer Alpinistenausrüstung an den Zufahrten zum Haus auf. Als eine Stunde später 2 Geländewagen mit den Wilderern zum Posten zurückkehrten, erwartete sie eine Überraschung. Das erste Fahrzeug fuhr in eine Stolperfalle aus einem statischen Seil, die einfach die Vorderachse herausriss, und das zweite wurde durch fallende Baumstämme blockiert, die Tank zuvor angesägt hatte. Der Zugriff erfolgte schnell. Die mit dem Hubschrauber eingetroffenen Spezialeinheiten und die Polizei fanden die Wilderer in völliger Fassungslosigkeit vor. Sie saßen in ihren blockierten Autos, umstellt von Profis des Bergsports. Das Wilderer-Netzwerk, das sich über 3 Bezirke erstreckt hatte, wurde zerschlagen. Die Tiere aus den Käfigen wurden sofort freigelassen. Sie verschwanden im Wald, ohne sich umzusehen. Einige Wochen vergingen. Die Geschichte über die Rettung des Bärenjungen und die Zerschlagung der Wildererbande verbreitete sich im ganzen Land. Die Anwohner, inspiriert von der Tat der Bergsteiger, gründeten eine freiwillige Bürgerwehr zum Schutz des Waldes. Mark und sein Team standen wieder an jenem Abgrund. Unten im Tal sahen sie 2 dunkle Flecken. Die große Bärin und das Bärenjunge, das schon deutlich weniger hinkte, durchquerten einen Gebirgsbach. »Weißt du«, sagte Aljona leise, »ich glaube, sie wissen, dass wir hier sind.« »Wir haben nur unsere Arbeit getan«, antwortete Mark. »Der Mensch im Gebirge ist kein Herr, sondern ein Gast. Und ein guter Gast hilft dem Hausherrn immer, wenn dieser in Not geraten ist.« Sie wandten sich um und gingen dem Gipfel entgegen, einem neuen Tag entgegen, im Wissen, dass man in diesem Wald heute ein Stück leichter atmen konnte.